So, ich bin eigentlich startklar. An der Ruhr, bei Hüsten. Jetzt war ich eigentlich nur auf dem Ronny. Der konnte gegen 11. Und dann können wir starten. Ich schätze mal, es wird dann so gegen 12 oder 1 sein. Schauen wir mal. So, die Seaways sind im Wasser. Jetzt bin ich mal gespannt, wie so ein voll beladenes Boot fährt. Bei Seaway noch keine Ahnung. Willst du quer? Okay, hat nicht ganz geklappt. Das gleiche, hier hat so ein paar Kiesbänke. Ein bisschen strukturiert, kein reinrassiger Kanal. Und rein theoretisch gäbe es hier ein Cappuccino. Also sind wir erst gestartet, den lassen wir jetzt. Die macht ja richtig Tempo. Ups. Wie gut, dass ich kein Faltboot habe. Links, ja, würde ich auch sagen. Ja, rechts.
fahren wir es ganz links. Das wird am besten gehen. Jawohl. Hat hervorragend geklappt, da durchzukommen. Hallo. Oh, schöne Wicken. Jetzt bin ich endgültig aufgelaufen. Jetzt heißt es aussteigen und schieben. Diese Strömung reinkommt, gar nicht so leicht. Oh, jetzt haben wir's. Das ist ganz viel. Jetzt dreht. Es muss funktionieren. Die Umtragung beendet, also die Durchtragung, und weiter geht's. Jetzt halt es auch wieder, aber ich glaube auch links geht es besser. Ja, links, wo das andere Boot ist, kann ich rechts abbiegen. So will mein Plan jetzt von hier aus ausschauen. Ja, links abbiegen, rechts abbiegen natürlich. Wir haben wieder echte Saubeeren unterwegs. Oh, ich habe ja erfahren, die ganzen Inseln hier hatte das seit 2017. Vorher gab es hier keine Inseln. Ja, da vorne hat es eine Gänsefamilie. Eine richtige Kanada-Gänse. Das sind die mit dem schwarzen Hals. Bei der Insel sieht alles aus, als wäre der rechte Weg der bessere. Ups, oh, ist ein Tor gefallen. Ja. Schauen wir mal. Und die Testkaninchen.
Blamage. Der Ronja war ein bisschen weiter links und der kam durch und ich blieb hängen. Du warst ein bisschen weiter links und dann kamst du durch und ich bin voll hängen. So. Jetzt hat sie wieder eine Insel. Es wird die Frage, wo lang. Okay, links, aber wie weit links? Ich würde sagen, den da. Wir sagen immer den da. Okay, jetzt schauen wir mal, ob die Rutsche hier funktioniert. Oder ob wir da wieder auflaufen. Ja, ich glaube, du müsst gehen. Auf jeden Fall schnell genug. Da muss man drüber notfalls. Jawohl. Links einschlagen. Jawohl. Geschafft. Ja. Und nein, nicht durch den Salat. Der Rest kommt dann ziemlich schnell in den Fluss rein. Ja, Hauptfluss. Und auch hier jetzt wir Inseln. Hier hat eine Zivilisationsmüllanlandestelle. Aber gut, du kommst ja gar nicht bis ins Meer. Es bleibt überall hängen und bleibt im Wehr hängen oder da hängen. Hervorragend. Kann gar nichts passieren mit dem Plastikmüll.
Jawohl, Volltreffer. Da wollten wir hin. Die Uhr macht echt Spaß. Da sind immer noch fast schnelle Stücke drin. Da schläft man nicht ein. Da links haben wir mal den Urwald gerodet. Ja. Und da oben hat es naja, vielleicht doch einen etwas moderneren Turm. Keinen alten. Dachte ich schon ein Biber. Aber das ist zu schnell. Oder doch ein Biber? Keine Ahnung. Zumindest ja gerade Anfang Sauerland. Ah, schon wieder eine Bisamratte. Diese tut ja währenddessen Biber. Ach, da schwimmt er. Oh, der hat ein Maul, ne? Ja. So, jetzt da vorne eine gute Frage. Links oder rechts? Oh, ich glaube rechts. Links hat was ziemlich Heftiges. Ich nehme rechts. Weil links, da hast du ganz schön Abbruch. Ups. Weiter links, weiter links. Scheiße.
Damit ist es richtig breit. Mit mehreren Inseln drin. Wir haben einen Haufen Kanadagänse. Moment. Oh, shit. Ich glaube, da drüben habe ich auch noch welche gesehen. Genau. Da ist auch noch mal ganz viel Gänse. Ahoi. 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 Habe ich gesehen vor der Freude. Genau davor liegt ein Baum. Das geht nicht. Rechts außen kommen, geht es dran vorbei. Das müsste ausreichen. Autobahn durch. Da ist dann Ende da vorne. Und wird auch hier ist immer flacher. Ich habe nicht wirklich Bock, da diesen schmalen Teil da jetzt dann rückwärts zu fahren bis zum Ende. Jetzt heißt rückwärts paddeln. Das Ganze, die Seewelt ist zu lang. Eindeutig. Dann wird es immer breiter und wir haben hier so ein ewig langes Stück mit null Strömung. Alles Muskelkraft. Ohne E-Motor. Okay. So, Pause beendet. Ups. Und jetzt auf zur Staumauer. Irgendwann muss sie jetzt kommen. So, da kommt das erste Wehr in Sicht. Hier eine ziemlich heftige Umtragung. So. Hier lang. Hier dann da runter. Und dann wieder davor. Bis zu der Stelle, wo wir hinzoomen. Da geht es dann wieder rein. Nochmal geguckt, direkt raus. Hattest du nochmal geguckt, das war alles da? War nichts mehr da. Also ich habe nichts liegen sehen. Mein Glück. Auf jeden Fall, unsere beiden Paddelhammer. Jetzt werde ich gleich überholt vom eigenen Boot. Und da geht es dann wieder ins Wasser rein. Umtrauung beendet, Verdeck weg, weil jetzt kommen mehrere hintereinander. So, da kommt schon das nächste Wehr. Ups, Entschuldigung. So, und hier gehen wir uns auf die nächste Umgehung vorbereiten.
So, und hier muss man dann mit dem Boot runter, durch dieses Tor durch. Und ist dann die Stelle zum Einbooten. So, die Wehrumtragung geglückt, wieder drin im Boot. Und jetzt geht es dann da gleich zum nächsten. Das ist eine archimedische Schraube zur Energiegewinnung. Sieht man bei mir daheim in Bayern auch relativ selten. Weit kommt man da nicht, da läuft man schon wieder auf. Da vorne haben wir eine kritische Stelle. Schauen wir mal, ich nehme an, dass da geht. Schauen wir mal. Hey, perfekt. Ich habe natürlich wieder ausgesetzt, ne? War klar. Ja, ich auch. Der Ronny, der schiebt ganz gerne. Ich bin da außen rum gefahren. Ich finde das Ein- und Aussteigen so schön. Ja, genau. Wenn ein Aussteigen so schön, das hasse ich total mit meinen Kunsthüften. Ich bleib sitzen, solange es geht. Auf Teufel komm raus. Auf wieder die nächste Engstelle. Hier die Frage, wo fährt man durch? Das ist eine verdammt gute Frage. So, da durch und dann links einschlagen und an der Insel da vorbei. Das müsste funktionieren. Eine Engstelle nach der anderen. Wenn er da hängt, versuche ich jetzt mal da drüben. Vielleicht habe ich da Glück. Das auszusteigen. Rutze, fix nochmal. Da drüben, wo ich gedacht habe, wo es geht, hätte es super Schwall gehabt, aber genau gegen Baumstamm. Gerade noch rechtzeitig gesehen. So, jetzt ist hier schon wieder die Frage, wo fährt man? Ja, das Testkaninchen ist durch, ganz links geht's. Ich habe es mal kurz rechts versucht, keine Chance. So, kaum durch und schon die nächste Engstelle. Oder Flachstelle. Alles gut. Ja, aber wahrscheinlich, wenn ich einsteige, bleibe ich wahrscheinlich gleich wieder hängen. Kaum zu glauben, da vorne ist das nächste Wehr und wir hängen hier. Oh, an mir wird das Ganze echt gut anstrengend. Rein ans Boot, raus aufs Boot. So, schauen wir mal, ob wir da durchkommen. Oh, schaut schlecht aus, er hängt schon. So, jetzt haben wir die Rätselslösung. Da hat es ein Wehr, aber das ist offen. Darum hat es hier so wenig Wasser. Vor Wehranlage Gefahr. Vielleicht geht das einmal runter, die Wehranlage. So, jetzt ist noch was heißt in der Beschreibung, jetzt offen. Früher war es halt geschlossen, jetzt ist es für immer offen. So, noch ein Wehr und dann haben wir es. Das letzte Wehr für heute und danach kommt der Campingplatz. Ja, und wieder eine erfolgreiche Landung. Diese Anlegestelle ist nicht ganz optimal, aber es hat funktioniert. Ja, und die Hosen sind halt pitschnass.
So, das ist hier echt ein beschwerlicher Einstieg. Leitplanke drüber, steiler Hang, echt übel. Und umgesetzt, das letzte Mal für heute, wenn wir uns nicht getäuscht haben. Und jetzt ab zum Campingplatz. So, das ist die Umtragungsstelle. Der schlechteste voll durch den Dschungel durch. Mann, das ist die Umtragungsstelle, der Hammer. Hoffe ich endet die nicht im Nichts. So, das ist hier unser Nachtlager vom Kajakclub. Aber da ist natürlich jetzt keiner hier.